Wir haben natürlich nicht Licht und Finsternis als unsichtbare Entität wahrnehmen zu können im Kosmos, aber bezogen auf der dritten Dimension, wo die sich begegnen, da ist eine Interaktion. Licht als raumschaffendes Prinzip und die Finsternis, die durchdringt alle Elemente in der Elementarwelt und in der Begegnung, das sieht man, wie alle Gegenstände dann durchleuchtet oder beleuchtet werden, dieses Raumprinzip. Und der Mensch hat diese zwei Komponenten in seine Wesensgliedergefüge. Man spricht von Lichtpol, also der Kopfpol, Stoffwechselgliedmaßenpol, ja, das ist der Finsternispol, unser Blut, die Willenskeime in uns, die quasi unbewusst sind, und die raufen sich Tag ein, Tag aus. Manche Leute sind Frühaufsteher und fühlen sich fit, und manche Leute fühlen sich fit wie ein Turnschuh gegen Feierabend, wo sozusagen Licht und Finsternis die Waage haben, immer in Bewegung. Aber es ist ein realer, existenzieller Kampfplatz in uns, um das ganz schlicht auf einen Nenner zu bringen. Und natürlich kann man in dem Wesen der Farbe, es gibt zwei sehr wertvolle Vorträge von Steiner, Leben in der Schwere und im Licht von Rudolf Steiner. Es ist ausgezeichnet, wie er das schildert. Wenn jemand das von der Therapie her gesehen, das erfährt, dann kann er eventuell merken, wie tatsächlich er eine Möglichkeit hat, um sich neu zu ergreifen. Denn die ersten Stunden dienen dazu, dass die Klienten, sagen wir mal, ein freies Bild gestalten können mit der Kohle. Und man interviewt sie und man lässt das freien Lauf, wie die das empfinden oder wie die das verstehen, wenn man von etwas Lichthaftem spricht oder eine Wärmequalität oder wenn ein Nebel in Bewegung ist. Da versuchen die das auf einem Bild zu gestalten. Und dann kann man lesen, ob etwas in einem Ungleichgewicht geraten ist. Und wenn die einen Therapieverlauf mitmachen, wo die merken, man kann sozusagen das alles mehr gesetzmäßig neu verlagern, dann erleben die, wie ein Zuwachs da ist an Kräften, also dass man sich mehr wie durchorganisiert sich fühlt in seinem Seelenleben. Und ein anderes Beispiel, wenn die mit Farbe arbeiten, können die, sagen wir mal, etwas erleben, ein seelisches Atmen, daran zu knüpfen. Wenn der Mensch besonders verkrampft wird oder wenn er ein Traumaerlebnis hatte und sonst was, und wenn man das sehen kann auf den freien Bildern und man versucht genau in einer anderen Richtung auf einem Therapiepfad das umzulenken, dass derjenige merkt, ich kann jetzt loslassen oder ich fühle mich ernährt durch diese oder jene Farbe. Oder seitdem ich damit gemalt habe, schaue ich die Natur mit neuen Augen an. Oder ich kann anders leben als zuvor. Es ist sozusagen eine Möglichkeit, dass man sie auf dem Weg begleitet. Man macht eine Tür auf in einer neuen Welt und dann merken die, ja, ich kann durch diese Tür hindurchgehen und was ich da erlebe, schenkt mir Leben. Und die Farben sind selbstverständlich das, was aus dieser Begegnung zwischen Licht und Finsternis entstehen kann. Und immer in einem neuen Geschehen. Also kein Tag gleich dem anderen. Manchmal ist man mehr bei sich und an anderen Tagen weniger bei sich. Ne? Aber das schult ungeheuer. Das schafft also mehr, sagen wir, ätherische Kräfte in dem Einzelmenschen. Ne?